Hallöchen ihr Lieben, willkommen in meiner Küche. Das hier sind Zucchini gefüllt mit Thunfisch. Wie es geht, zeige ich euch jetzt. Ach so ihr Lieben, bevor ich jetzt anfange, möchte ich euch erinnern, mich zu abonnieren. Da unten ist es. Und die Glocke zu aktivieren, um meine zukünftigen Videos nicht zu verpassen. Ich habe schon mal die Zutaten hier für euch vorbereitet. Die Liste der Zutaten ist überschaubar. Thunfisch, eine Zwiebel, 2 Zucchini, halbe Zitrone, geriebenen Käse, passierte Tomate, Olivenöl, Petersilie, Salz und Pfeffer, Kräuter de Provence, ein bisschen Mais, Knoblauchzehe und Mayonnaise. Ja, und es geht los. Ich berate erstmal die Zucchinis. Ich halbiere die Zucchinis. Versuche so schön wie möglich in der Mitte zu treffen. Dann nehme ich von dem Fruchtfleisch der Zucchini raus. Das Ganze sieht so aus. Und jetzt schneide ich den Inhalt von der Zucchini klein und dann kommt alles in eine passierte Tomate. Nachher wird dann für die Soße gebraucht. Die Zucchinis werden nachher bepinselt, aber erstmal habe ich hier so ein Knoblauchzehe, was ich in Olivenöl gebe. So, dann kommt ein bisschen Salz und Pfeffer rein. Gut umrühren und dann bepinseln ich jetzt die Schiffchen hier. Das kommt jetzt beiseite und als nächstes bereite ich dann die Füllung vor und die Soße. Die Füllung ist sehr einfach zuzubereiten. Ich habe dafür dann Thunfisch in eine Schüssel hier gegeben. Dann kommt noch Petersilie rein. Dann Mais kommt noch dazu. Mayonnaise, ich habe etwa so 3 Esslöffel Mayonnaise hier genommen. Salz und Pfeffer. Und zum Schluss kommt noch eine halbe Zitrone, die ich hier reinpresse. Alles gut vermengen. Die Füllung ist fertig jetzt. Ich habe die Zwiebel jetzt grob geschnitten, so eine Ringe. Und der nächste Schritt ist, die Soße zu bereiten. Ich habe hier passierte Tomate, 500 Gramm. Dann habe ich hier die restlichen kleine Stücke aus der Zucchini. Kommt ein Knoblauchzehe noch rein. Dann habe ich hier die Gewürze, Salz und Pfeffer. Ein Esslöffel von jedem. Und Kräuter de Provence habe ich hier auch. Und ich vermenge das alles. Die Soße ist jetzt auch fertig. Als nächstes mache ich jetzt mal den Ofen an. Auf 175 Grad etwa. Und dann werden die Schiffchen gefüllt. Die Zucchini sind jetzt fertig. Jetzt befüllen wir die Form noch. Jetzt kommt die Soße in eine Form. Dann verteile ich die Stücke Zwiebel über die Soße. Dann werden die Schiffchen hier platziert. Und der letzte Schritt, den geriebenen Käse verteile ich auch über die
Zucchinis. So sieht das Ganze aus, sieht wunderbar aus. Und jetzt kommt die Form in den Backofen für etwa 30 Minuten. So, jetzt gucken wir mal rein, ob es was geworden ist. Wow, wow, das sieht so gut aus. Uiuiui. Et voilà, fertig ist das Abendessen. Lecker. So ihr Lieben, ich werde jetzt meine leckere Zucchinis hier kosten. Liked mich, wenn es euch gefallen hat. Auch über die Kommentare würde ich mich sehr freuen. Bleibt gesund. Eure Tati. Tschüssi.